Willkommen zu diesem Video, in dem ich euch den Zusammenbau und die Lackierarbeiten an meinen T-Track-Modulen zeigen möchte. Am Ende ziehe ich natürlich dazu ein Fazit. Die Bausätze habe ich gekauft, aber man kann diese natürlich auch einfach selbst nachbauen. Den Hersteller verlinke ich euch in der Beschreibung. Vor 2 Jahren konnte ich die Module noch richtig günstig beziehen, aktuell sind die Preise allerdings etwas angezogen. Die Bausätze kamen aber in einem sehr gut verpackten Paket an und das Paket hatte auch den vollständigen Lieferumfang. Die Sendung lag bei mir auch erschreckende 12 Monate. Ich denke, viele von euch kennen das. Mal geht es schneller voran mit dem Hobby, mal etwas langsam. Dann hat die Familie oder der Job Vorrang. Zum Modellbahn-Hobby gehört das aber auch dazu. Und ich finde es auch toll, dass man eine Modellbahn einfach mal monatelang liegen lassen kann und dann irgendwann weiter bastelt. Hier liegt das gesamte Paket auf unserem Küchentisch, da ich momentan noch keinen Hobbyraum habe. Das wird sich aber in den nächsten Jahren wahrscheinlich ändern. Nun geht es weiter aus einer anderen Perspektive. Hier baue ich ein Modul zusammen. Es war das erste Mal, dass ich solche Module bestellt und zusammengebaut habe. Daher war ich anfangs etwas vorsichtig. Ich habe immer wieder die Passgenauigkeit überprüft, um sicherzustellen, dass alles richtig zusammenpasst. Hier zeige ich den Aufbau. Ich habe einfachen Holzleim aus dem Baumarkt verwendet und ihn sorgfältig verteilt, damit alles gut hält und kein Leim übertritt. Es ist wichtig, vorsichtig zu sein und den Leim zu kontrollieren. Ich habe die Module zuerst ohne Leim zusammengeklickt, um sicherzustellen, dass alles passt, bevor ich sie verleimt habe. Es wäre ärgerlich, wenn man nach dem Verleimen merkt, dass etwas nicht passt. Ich kann jedem Anfänger oder Wiedereinsteiger in das Hobby Modellbahn nur solche T-Track-Module empfehlen. Dadurch spart man sich einfach den Holzbau. Ich traue mir das zwar auch zu, aber wollte einfach einmal die Bausätze ausprobieren. Zu dem Konzept hinter den T-Track-Modulen werde ich später noch ein Video machen, da ich die Idee genial finde, besonders wenn man keinen dauerhaften Hobbyraum für eine große Anlage zur Verfügung hat. So kann man die Module einfach auf dem Tisch oder auf dem Boden im Wohnzimmer aufbauen und loslegen. Hier setze ich die Eckstücke ein, die später die Halterungen für die Standfüße sein werden. Diese Standfüße sind praktisch, um die Module auf dem Tisch so zu nivellieren, dass sie gerade stehen. Das letzte Stück wird auch noch eingesetzt. Ich lasse das Video jetzt einmal unkommentiert weiterlaufen bis zum nächsten Prozessschritt. Ich wünsche natürlich viel Erfolg beim Nachbauen. Hier sind noch Bilder von der Stellprobe, bevor verleimt wurde. Ich habe insgesamt mehrere Module und habe sie nach dem Verleimen verspannt, damit sie trocknen können. Danach habe ich sie mit Schrauben zusätzlich stabilisiert. Ich habe mit kleinen und längeren Schrauben experimentiert. Die längeren Schrauben waren zu lang und es war deshalb ein Problem, diese wie gewünscht einzuschrauben. Aber die kleinen Schrauben haben gut funktioniert.
Dann ging es ans Lackieren. Ich habe Wetterschutz Holzfarbe verwendet, die für Innen- und Außenbereiche geeignet ist. Ich dachte, es macht Sinn, hier etwas Robustes zu nehmen. Vor der Lackierung die Module übrigens reinigen und Staub, Fett oder Schmutz entfernen. Gegebenenfalls lohnt es sich, die Oberflächen mit feinem Schleifpapier vor der Lackierung zu schleifen, zum Beispiel mit einer 240er Körnung, um eine glatte Basis zu schaffen. Danach muss natürlich der Feinstaub entfernt werden. Hier sieht man mein Setup für die Lackierarbeiten. Dann ging es los. Ich habe eine neue Rolle und frische Farbe verwendet. Und ab hier lasse ich das Video einfach mal laufen. Am Ende kontrollierte ich die Oberfläche auf Unregelmäßigkeiten, bevor eine zweite Farbschicht aufgetragen wurde. Den Prozessschritt, bei dem ich die zweite Lackschicht auftrage, zeige ich hier nicht im Video. Dies wird aber vom Hersteller empfohlen, deswegen habe ich das auch später gemacht. So, nach einigen Wochen bzw. Monate sind wir endlich fertig. Das Modul ist zusammengebaut und lackiert. Und man sieht hier vielleicht ein bisschen oben schon die vorgelaserten Spuren von dem T-Track-Gleis. Am Ende des Teils wird es auch ein bisschen versetzt sein, aber das vielleicht im nächsten Video. Insgesamt, ich kann es auch mal umdrehen, bin ich sehr zufrieden damit und weiter geht's.